Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Hin und wieder ist es in OneNote ganz hilfreich, Sonderzeichen oder Symbole, wie das hier heißt, einzufügen. Und das Prinzip ist genauso wie in anderen Microsoft-Programmen. Ihr klickt an die Stelle, an der ihr das Sonderzeichen einfügen wollt, wählt dann Einfügen und dann im Bereich Symbole, Symbol und wählt euch aus der Vorschlagsliste was aus oder unter weitere Symbole findet ihr noch ganz viele verschiedene Schriftarten bzw. verschiedene Subsets zu diesen Schriftarten. Ich wähle jetzt mal hier das Zeichen 1/4 aus, gehe auf Einfügen und Schließen. Das Zeichen wird eingefügt und ihr seht, es ist jetzt in der Schriftart Calibri formatiert, so wie der restliche Text auch. Was jetzt hin und wieder passieren kann, ist, dass ihr aus der Vorschlagsliste was auswählt. Ich nehme jetzt hier mal das Dollarzeichen. Und dann wird dieses Dollarzeichen nicht in der Schriftart eingefügt, die schon da ist, nämlich Calibri, sondern in Times New Roman. Und ihr könnt dann das Zeichen markieren und das Zeichen entsprechend auf Calibri umformatieren, sodass das vom Stil her auch passt. Leider gibt es eine Situation, vor allem mit Wingdings passiert es, dass ihr ein Symbol einfügt, wie zum Beispiel ein Smiley, und dann ein weiteres Symbol einfügt, nehmen wir mal das Copyright-Zeichen und plötzlich sieht es gar nicht so aus, wie es soll. Und wenn man das dann markiert und das von Wingdings umformatieren will auf Calibri, dann funktioniert das nicht. Also in Word und so funktioniert das einwandfrei, aber hier in OneNote nicht. Wenn ihr das vermeiden wollt, dann macht ihr Folgendes. Nachdem ihr das Smiley eingefügt habt, macht ihr erst ein Leerzeichen und dann fügt ihr erst das zweite Zeichen ein. Dann gibt es da keine Probleme. Ja, ich hoffe, der Tipp hilft euch weiter. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Wenn ihr noch Fragen zu den Sonderzeichen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich freue mich, euch die beantworten zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.